Guten Morgen und herzlich willkommen aus dem Hilton Hotel am Frankfurt Airport. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, denn ich darf einen Flug machen, auf den ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Es geht mit Qatar Airways in der Q-Suite von Frankfurt nach Doha und von da aus weiter nach Dubai. Und auf diese Reise nehme ich euch gerne mit. Vorher zeige ich euch gerne noch ein bisschen das Hotel und dann schauen wir mal, wie der Flug wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielen Dank fürs Schauen. Viel Spaß beim Video. Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Rundgang im Hilton Frankfurt Airport Hotel. Ein wirklich sehr schönes Hotel, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Das Hotel befindet sich unmittelbar am Flughafen im sogenannten The Square und bietet neben einer imposanten Empfangshalle auch diese schönen Panoramafahrstühle. Das Frühstück gibt es im Erdgeschoss und hier erwartet ein wirklich reichhaltiges Frühstücksbuffet mit einer großen Auswahl von Gemüse, Joghurts, Aufschnitt, Käse und natürlich auch eine große Auswahl an Gebäck und auch warmen Speisen. Hier blieb wirklich kein Wunsch offen. Was mir sehr gefallen hat, ist, dass der Frühstücksraum eine gewisse Form der Privatsphäre geboten hat durch diese schönen dekorativen Trennwände und man so sein Frühstück relativ ungestört und privat genießen konnte. Anschließend ging es schnell aufs Zimmer, um die Koffer zu holen. Mein Zimmer befand sich im 10. Stock im Executive Floor Bereich. Ich hatte eigentlich nur ein normales Standardzimmer gebucht, dank meines Hilton Gold Status habe ich aber ein kostenfreies Upgrade erhalten und durfte so ein etwas luxuriöseres Zimmer mit einem schönen Ausblick genießen. Wie man einen Status bei Hilton erreicht, das erkläre ich euch gerne mal in einem anderen Video. Übrigens hier, jetzt gerade zu sehen, befindet sich die Executive Lounge. Zugang hätte ich normalerweise durch mein Zimmer-Upgrade erhalten. Leider war zu dem Zeitpunkt des Besuches die Executive Lounge geschlossen. Hier könnt ihr ansonsten tagsüber freie Getränke genießen und auch abends alkoholische Getränke und ein kleines warmes Buffet erwarten. In den meisten Hilton-Hotels braucht man mittlerweile übrigens nicht mehr seine Zimmerkarte, sondern kann bequem mit der Hilton-App sein Zimmer entsperren. Dies geschieht tatsächlich erstaunlich gut und so macht es auch nichts, wenn man die Karte mal im Zimmer vergisst. Das Badezimmer bot ausreichend Platz, eine Badewanne, Dusche, Toilette, ein großes Waschbecken und ein kleines Fenster, das Tageslicht im Badezimmer ermöglicht hat. Ansonsten war das Zimmer von der Größe her okay, bot aber jede Menge Staufläche und vor allem ein sehr bequemes Bett, einen großen Fernseher und einen Arbeitsbereich, wo man tatsächlich auch mal wirklich arbeiten konnte. Das Hotel ist direkt mit dem Flughafen verbunden. So könnt ihr trockenen Fußes von der Lobby über einen kleinen Weg direkt ins Terminal. Hier habe ich mich vor allem sehr gefreut, endlich einmal live die große Fluganzeige zu sehen. Normalerweise steige ich in Frankfurt immer nur um und bin deshalb nie vorne in den Terminals beim Check-in. Hier ist die Wand aber einmal in Ausführlichkeit zu sehen und auch ganz unten seht ihr meinen Flug nach Doha mit Qatar Airways. Qatar Airways Kunden können übrigens die Lufthansa Lounges am Frankfurter Flughafen nutzen. Aufgrund meines Status konnte ich die Senator Lounge von Lufthansa nutzen, hier mal in einer etwas neueren und moderneren Version, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Hier kann man entspannt sitzen und den Blick auf das Rollfeld genießen. Anschließend ging es für mich zum Flieger. Nachdem alle erforderlichen Dokumente geprüft worden sind, natürlich ein negativer PCR-Test, die Einreisegenehmigung nach Doha und auch alle anderen weiteren Dokumente, durfte ich dann endlich in den Flieger gehen. Und hier habe ich mich einmal wieder sehr gefreut, dass es separate Zugänge gibt zum Flugzeug, einmal für die Economy Class und einmal für die First und Business Class. So verhindert man lange Wartezeiten und hat einen schnellen Zugang und ein schnelles Boarding. 3K. Thank you so much. Allow me to help you with the bag? Yeah, thank you. Super.
Und hier kann ich nun zum ersten Mal die Business Class von Qatar Airways genießen. Die Q-Suite bietet ausreichend Platz in einer 1-2-1 Bestuhlung, so dass man also garantiert immer freien Zugang zum Gang hat. Die Sitze in der Mitte gibt es sowohl sehr eng zusammenliegend und aber auch weit voneinander entfernt und, das ist das Besondere, in entgegengesetzter Flugrichtung und mit der Flugrichtung. Das ist hier mein Sitz 3K und schaut einmal, ich sitze entgegen der Flugrichtung. Das hatte ich vor einiger Zeit schon mal bei British Airways und hier ist mein Nachbarsitz direkt nebenan. Dieser Sitz ist wiederum in Flugrichtung. Hier kann man sich also entscheiden, ob man zum Beispiel lieber, so wie ich, am Fenster sitzen möchte und dann entgegen der Flugrichtung sitzt oder aber eben mit der Flugrichtung fliegt und dafür etwas weiter weg vom Fenster. Die Q-Suite ist unglaublich großzügig geschnitten. Wenn man sitzt, hat man ausgiebig Platz, seine Beine auszustrecken und natürlich auch den Blick aus dem Fenster zu genießen. Thank you very much. Please enjoy, sir. Thank you very much. Have you flown with this aircraft before? Leute, das ist ja der absolute Oberhammer. Ich bin jetzt in der Q-Suite angekommen. Ich darf die Maske abnehmen, weil ich gerade meinen Begrüßungsdrink bekommen habe. Das Personal ist jetzt schon unglaublich freundlich und ich wurde sehr herzlich begrüßt. Es wurde mir mehrfach gesagt, dass es eine Ehre ist, dass ich das erste Mal die Q-Suite fliege, denn ich wurde gefragt, ob ich mit dem Produkt vertraut bin und ich habe gesagt, ich habe es im Internet gesehen, ich habe natürlich Videos gesehen von Travel TV und anderen tollen Kollegen und ich habe gesagt, das ist das erste Mal, dass ich selber das Produkt fliegen darf und mir wurde ausgiebig eben die Sitze gezeigt. Ich genieße jetzt erstmal meinen frischen Orangensaft, einen schönen Welcome Drink und zeige euch danach nochmal ausgiebig den Sitz. Es ist unfassbar und jetzt schon nur in der Startposition schon unfassbar bequem. Ich bin erstmal gespannt, wie die Lounge-Position und später dann der Schlafsitz ist. Prost! Frisch gepresst. Am Platz selber findet ihr sehr viele Annehmlichkeiten. So gibt es ein sehr bequemes Kissen für den Rücken, das tatsächlich den Sitz sehr, sehr aufwertet. Außerdem gibt es an einem kleinen Handschuhfach an der Seite hier einmal die Kopfhörer, die eigenen von Qatar. Das schauen wir uns später einmal an. Außerdem gibt es eine Flasche Wasser. Und für den Fall der Fälle eine Spucktüte. Ihr findet dann außerdem noch ein Kissen später zum Schlafen. Die Frage kommt häufiger bei Kollegen. Ich weiß, dass es diese Kissen darf man leider nicht mitnehmen. Oder doch? Ich frage mal. Dann gibt es aktuell ein kleines Set mit Sachen, die man braucht während der Covid-Zeit. Da gibt es dann eine Maske, Handschuhe und Handdesinfektionsmittel. Es gibt außerdem eine große Decke für den Flug, sehr schwer. Und es gibt natürlich die Menükarten, einmal das Essen, da schauen wir später noch einmal rein. Und es gibt auch einmal eine Weinkarte, sehr hochwertig gedruckt mit dem Prägemuster, wirklich sehr schön gemacht. Und es gibt natürlich ein Amenity-Kit, da gucken wir nachher mal rein. Bin schon sehr gespannt, was Qatar sich da einfallen lassen hat. Es gibt hier auch noch am Sitz einen Controller, den man einfach herauslösen kann, sollte. Oder ich bin einfach zu blöd, das mit einer Hand hinzubekommen. Gut, gucken wir uns später an. Es gibt hier noch einmal diverse Lademöglichkeiten. USB, Normal Power, den Anschluss für den Kopfhörer, ein HDMI-Anschluss und außerdem gibt es eine Zahlungsmöglichkeit für Kreditkarten direkt am Platz. Der Tisch befindet sich unterhalb des Monitors, lässt sich sehr einfach herausziehen, ist sehr stabil und sehr groß. Guck mal, schon alleine jetzt unaufgeklappt und aufgeklappt ist er dann nochmal viel größer. Die Flecken, was hier zu sehen ist, das geht gerade mit der Zeit weg. Ich hatte das eben schon einmal geschaut. Das ist tatsächlich frisch desinfiziert und trocknet nur noch einfach jetzt ein bisschen nach. Und der Tisch ist
absolut fest. Da wackelt nichts. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das Essen dann ausfällt. Zum Zeitpunkt des Fluges gab es leider kein warmes Handtuch, dafür aber ein kleines Erfrischungstuch, was auch seinen Zweck erfüllt hat. Und hier endlich der Moment, auf den ich schon so lange gespannt war, die Tür der Q-Suite. Es ist möglich, die Q-Suite komplett abzuschließen. Natürlich ist nach oben hin noch ein bisschen Platz, aber schaut einmal, so ist doch wirklich eine große Privatsphäre gewiss. Als Aperitif habe ich einen Mocktail gewählt, außerdem gab es ein paar warme Nüsse, Cashews, Mandeln und so weiter. Der Mocktail war im Prinzip etwas Apfelsaft mit frischer Zitrone, Eis, etwas Zucker und eventuell noch ein oder zwei anderen alkoholfreien Getränken. Hat wirklich sehr, sehr gut geschmeckt, war sehr erfrischend und wurde auch im Laufe des Fluges immer wieder aufgefüllt. Und es gab auch wie gesagt, ein paar warme Nüsse. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr das auch wahrscheinlich schon gesehen. Das poste ich immer sehr gerne in den Stories, weil das wirklich nichts Schöneres gibt, als wenn der Flug startet und man erstmal den Ausblick und ein paar Nüsschen genießen kann. Da der Sitz schon in der Startposition, wie bereits vorhin gesagt, so bequem ist, habe ich ganz vergessen, die Lounge-Position auszuprobieren. Hier kann man sehen, dass diese dann doch sehr weit ist und ehrlich gesagt war mir das Ganze etwas zu entspannt. Ich habe es dann nachher später mir etwas wieder höher gestellt, aber mit dem Kissen war das wirklich sehr, sehr bequem. Natürlich darf auch ein kleiner Abstecher zu den Toiletten nicht fehlen. Hier könnt ihr auch noch einmal sehen, wie viel Privatsphäre man bei geschlossener Tür hat. So viel sei vorab verraten, die Toiletten bieten wirklich jede Menge Platz für eine Business-Class-Kabinentoilette. Hier kann man sich entspannt erleichtern, frisch machen oder bei einem längeren Flug auch umziehen, ohne dass man Gefahr läuft, irgendwo hängen zu bleiben. Zahlreiche Amenities in Form zum Beispiel hier von Rituals, Parfum und auch Gesichtscreme befinden sich hier in der Toilette. Außerdem findet ihr natürlich Kosmetiktücher, es gibt mehrere große Spiegel, eine Toilette. Ja, auch das gibt es natürlich. Toilettenpapier, Wahnsinn. Es gibt eine Ablagemöglichkeit für Babys zum Windelwechseln oder wenn man sich selber einmal umziehen möchte. Dann gibt es Schubladen mit Zahnbürsten und Zahnpasta an ausreichender Form vorhanden. Hat man natürlich auch in seinem Amenity-Set, aber hier finden sich auch noch Rasierer zum Beispiel und eine Schublade mit, so Sachen, die man jetzt vielleicht nicht so braucht. Ja, insgesamt ein wirklich sehr schöner Eindruck von der Toilette. Hier fühlt man sich wirklich wohl und kann den Flug auch hier genießen. An dieser Stelle sei vielleicht noch einmal erwähnt, dass die Crew sich außerordentlich Mühe gegeben hat, die Toilette nach gefühlt jedem Gang eines Passagiers zu reinigen. Jedes Mal, wenn ich auf Toilette war, war es angenehm, es roch sehr frisch, es war alles sauber gewischt. Das war wirklich klasse und sehr, sehr vorbildlich von dieser Crew. Wir sind angekommen in der Luft und ich habe jetzt ein bisschen Zeit, einen Film zu schauen.
und werde mal gucken, wie die Kopfhörer sind von Qatar Airways. Die verstecken sich ja, wie bereits am Anfang gezeigt, hier in der Seite, die man auch ganz elegant irgendwie aufbekommt. Da, vorhin. Jetzt habe ich sie noch hochgehoben. Da, so, guck. Da haben wir hier die Kopfhörer. Dann werden wir die gleich mal ausprobieren und schauen, wie die Qualität ist. Die Kopfhörer ließen sich wirklich bequem tragen. Zwar muss ich immer ein bisschen noch mal gucken, welche Seite jetzt links, welche rechts ist. Ich kann mir das immer nicht merken, aber natürlich gibt es da ja kleine Markierungen, die es einfacher machen. Und ich musste die Kopfhörer ein bisschen an meinen doch relativ großen Kopf anpassen. Nachdem ich das aber erfolgreich gemacht habe, stand dem Hörgenuss nichts im Wege. Und die Qualität war wirklich gut. Die Filmauswahl war wirklich hervorragend. Was mir ein bisschen besser gefallen hätte, wäre, wenn im Menü zum Beispiel die Filmposter gewesen wären und nicht einfach irgendwelche Pressebilder aus dem Film. Aber hier war wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Als mein Flugbegleiter gesehen hat, dass ich einen Film schaue, kam er daraufhin sofort mit einem kleinen Korb mit Süßigkeiten vorbei. Zum Beispiel Popcorn, Schokolade oder auch später noch ein paar Chips. Das war wirklich sehr aufmerksam. Natürlich gab es auch noch mal ein neues Getränk und so konnte man den Film genießen, bis es dann zum Essen kam. Zu Beginn des Fluges wurde ich gefragt, was ich essen möchte. Und als Hauptgang habe ich die vegetarischen Tortellini gewählt. Diese waren aber leider nicht mehr zu haben, wurde mir mitgeteilt, obwohl ich als Zweiter im Flugzeug gefragt wurde. Da Lamm und Fisch keine Alternative für mich waren, hat mein Flugbegleiter Dinesh nochmal seine Kontakte an Bord genutzt und mir später mitgeteilt, dass er noch einmal die vegetarischen Tortellini auftreiben konnte. Dafür an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank. Als Vorspeise gab es, wie hier zu sehen, ein Rinderfilet mit Gemüse und einem Risotto. Und ganz besonders hervorheben möchte ich nicht nur die hervorragende Qualität, sondern auch diese kleinen niedlichen Brötchen, die an der Seite sind. Hier findet man 3 verschiedene Brotstile, eines zum Beispiel mit Pesto und natürlich gibt es dazu dann Butter, Olivenöl und Salz. Und hier kamen dann auch die vegetarischen Tortellini. Die waren auch wirklich sehr, sehr lecker, schmeckten frisch gemacht mit einer fruchtigen Tomatensauce und allerlei Gemüse. Als Dessert gab es dann noch, wie vorhin angekündigt, ein paar Chips und den weiteren Verlauf des Filmes. Gerne möchte ich euch an dieser Stelle auch noch einmal die Sitzmöglichkeiten in der Mitte zeigen. Hier könnt ihr, wenn ihr zu zweit fliegt, sehr gut zusammensitzen. Es gibt eine Trennwand, die man hier, so wie ich das zumindest versucht habe, nach unten schieben kann. Ich habe nur nicht herausgefunden, wie sie dann in der Position bleibt, aber ihr seht, hier hat man also dann quasi gar keinen Abstand mehr zueinander und diese beiden Sitze lassen sich auch zu einem kompletten Doppelbett zusammenlegen. Das ist natürlich richtig klasse, wenn man mit Partnerin oder Partner hier Urlaub macht, kann man es sich in einem Doppelbett in seiner privaten Suite über den Wolken wirklich bequem machen. Und wenn man sich dann doch einmal nicht mehr sehen möchte, so kann man die Trennwand natürlich auch ganz einfach wieder hochfahren und hat wieder seine Privatsphäre. Und hier möchte ich euch noch einmal das Amenity Kit zeigen. Vielleicht fragt ihr euch, warum das so furchtbar synchronisiert aussieht. Das liegt daran, dass die Mikrofonaufnahme in dieser Aufnahme nicht so wirklich gut gelungen ist und ich wirklich schwer zu verstehen war. Da habe ich mich entschieden, das Ganze jetzt hier nachträglich einzusprechen. Das Amenity Kit beinhaltet folgende Gegenstände. Ein paar schwarze Socken. Slipper sind mir ja immer eigentlich lieber, aber nun ja, Socken sind ja auch etwas Schönes. Natürlich findet ihr auch, wie in quasi jedem Amenity-Kit, einmal die Earplugs, die Ohrstöpsel. Ich persönlich nutze die eigentlich nie, da ich meist gar nicht so viel schlafen möchte, um den Flug zu genießen und ansonsten auch relativ gut schlafen kann. Auch eine Schlafmaske, die hier dabei ist, brauche ich im Normalfall nie. Wie ist es eigentlich bei euch? Nutzt ihr die Schlafmaske? Des Weiteren findet man im Amenity Kit noch ein paar
Gutscheine. Hier habe ich nicht ganz genau verstanden, worum es hier eigentlich ging. Ich vermute, dass es letztendlich darum ging, dass man die Pflegeprodukte, die gleich noch enthalten sind, auch bestellen kann und man dann einen kleinen Rabatt dabei bekommt. Als Pflegeprodukte gibt es im Manatee Kit einmal, was ich sehr toll finde, ein Gesichtsspray mit einer Feuchtigkeitslotion, die man sich während des Fluges ins Gesicht sprühen kann, damit das Gesicht nicht austrocknet. Außerdem ein Lippenbalsam. Man kennt das ja gerne, dass man bei längeren Strecken dann auch mal trockene Lippen bekommt. Und es gab eine Feuchtigkeitscreme für Gesicht, Hände, Füße, was auch immer ihr gerne da verwenden möchtet. Also austrocknen wird man bei diesem Flug definitiv nicht. Ansonsten war die Tasche leer und eine wunderschöne Erinnerung an diesen Flug. Und natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, das Gesichtsspray noch einmal direkt live zu testen. Zeit, um noch einmal die Schlafposition des Sitzes zu zeigen. Ich habe zwar während dieses Fluges nicht geschlafen, möchte natürlich euch noch einmal zeigen, wie der Sitz sich wirklich komplett auf 180 Grad zurückstellen lässt. Das Ganze war doch sehr bequem. Mit dem Kissen war es natürlich dann noch bequemer. Und ihr seht vielleicht an meinem linken Arm, die Armlehne hat etwas gestört. Diese lässt sich aber nach unten stellen, sodass man ein wirklich flaches Bett hat. Die Füße verschwanden im Sitz des Vordermannes und mit meinen 1,90 Meter Körpergröße konnte ich hier wirklich ganz entspannt liegen und den Anflug auf Doha verfolgen. Dazu bekam ich kurz vor der Landung von meinem Flugbegleiter noch ein paar leckere Pralinen, die diesen Flug wirklich süß haben ausklingen lassen. So, das war ein wirklich großartiger Flug mit Qatar Airways in der Q-Suite. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Produkt endlich einmal ausgiebig testen konnte und hoffe, ihr habt auch ein paar Eindrücke davon bekommen. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. Aktuell gibt es zum Beispiel ganz tolle Angebote mit der American Express Platinum Karte. Da bekommt man so viele Begrüßungsmeilen, dass man dann auch schon den Flug hier direkt machen kann. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, bedanke mich auch bei der fantastischen Crew, die wirklich den Flug für mich jetzt etwas ganz Besonderem gemacht haben. So sollte es immer sein, wenn man das erste Mal eine Fluggesellschaft fliegt, dass man so herzlich begrüßt wird, dass immer wieder gefragt wird, können wir noch was bringen, darf es noch etwas sein? Und ja, also an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank noch einmal an die Crew. Für mich geht es jetzt weiter in Doha. Ich fliege noch weiter, dann in der First Class von Qatar Airways, die glaube ich aber nur so heißt. Das ist, glaube ich, das ist schon das bessere Produkt hier. Schauen wir uns das gerne einmal an. Ihr werdet es im Video sehen und wo es hingeht und alles weitere, das seht ihr dann im nächsten Video. Ich würde mich über das Einschalten sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Abonniert gerne den Kanal, das würde mir helfen, das alles weiter auszubauen und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Marcel. So, bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Thank you.